Hey Sophia, hallo! Hast du schon überlegt, was du dieses Jahr zu Halloween machen willst? Ah, hallo Franz. Noch nicht, eigentlich. Ich dachte an etwas Einfaches. Vielleicht ein Abendessen mit Freunden. Und du? Adolf und ich wollen eine kleine Party zu Hause veranstalten. Mit Kürbissen, orangenen Lichtern und vielleicht ein paar selbstgemachten Süßigkeiten. Wie schön, ich liebe Kürbisse, aber verkleidest du dich? Ich weiß nicht. Letztes Jahr war ich als Vampir verkleidet, aber die Maske war zu heiß. Verkleidest du dich? Ja, immer. Das ist der lustigste Teil. Dieses Jahr möchte ich eine freundliche Hexe sein, mit großem Hut und kleinem Spielzeugbesen. Haha, eine freundliche Hexe. Klingt perfekt für dich. Und du bringst Süßigkeiten mit, oder? Natürlich. Ich backe Kekse in Form von Fledermäusen. Einfach, aber lecker. Dann will ich sie probieren. Weißt du, ich finde es toll, dass Halloween hier jedes Jahr beliebter wird. Als ich klein war, hat fast niemand gefeiert. Stimmt. Jetzt gibt es überall Dekorationen. Ich habe sogar Kürbisse im Supermarkt gesehen, die schon geschnitzt waren. Ja, und die Kinder, die Süßes oder Saures machen, letztes Jahr kamen mindestens 10 zu meiner Tür. Wirklich? Dann kauf dieses Jahr ein bisschen mehr Süßigkeiten, Richtig. Und vielleicht ein paar Lichter für das Fenster, damit das Haus ein bisschen gruselig aussieht. Haha, gruselig, aber gemütlich. Okay, du hast mich überzeugt. Ich komme zu deiner Party. Ich bringe die Kekse und Musik mit. Perfekt. Ich bereite die Kürbisse und heiße Schokolade vor. Es wird eine gruselige Nacht, aber auf eine nette Art. Haha, ja. Eine gruselige Nacht, aber mit warmem Herzen. David, hallo! Schau dir diesen Kürbis an. Ich habe ihn heute Morgen auf dem Markt gekauft. Er ist riesig. Ach ja? Zeig mal. Wow, er ist wirklich groß. Willst du ihn für Halloween schnitzen? Natürlich. Ich möchte ein lustiges Gesicht machen, nicht zu gruselig. So kann ich ihn auf den Balkon stellen. Ah, also dieses Jahr keine Monster? Nein, ich bevorzuge etwas Niedliches. Letztes Jahr hat mein Kürbis sogar meine Katze erschreckt. Haha, arme Katze. Ich bereite eine Dekoration mit Kerzen vor. Ich möchte, dass das Haus ein bisschen mysteriös aussieht. Wie schön. Benutzt du echte oder elektrische Kerzen? Echte. Sie duften gut nach Zimt und Orange. Sie erinnern mich an den Herbst. Ah, was für eine Atmosphäre. Und machst du auch Süßigkeiten? Vielleicht. Meine Schwester will Geistermuffins machen, mit Sahne obendrauf, wie ein Geisterlaken. Haha, was für eine süße Idee. Dann bringe ich Kürbistee mit, damit wir sie zusammen essen können. Abgemacht. Und schauen wir auch einen Film? Vielleicht einen alten, nicht zu gruseligen. Ja, etwas Leichtes. Hauptsache nicht zu viele Monster. Okay, versprochen. Nur ein Abend mit Kürbis, Tee und ein bisschen Magie. Perfekt. Ein ruhiges Halloween, aber mit fröhlichem Herzen. Oh Thomas, schau, schon alles für Halloween. Wie schön dieser Laden ist. Ja, jedes Jahr fangen sie früher an. Ah, schau dir diese Tassen mit kleinen Geistern an. Die sind so süß.
Haha, ja. Und diese Lichter in Kürbisform? Die stelle ich sicher auf meinen Balkon. Gute Idee. Ich möchte hingegen ein paar Dekorationen für meinen Schreibtisch holen. Vielleicht dieses kleine tanzende Skelett. Haha, das ist urkomisch. Wenn man den Knopf drückt, bewegt es sich wirklich. Du musst es nehmen. Ich überlege. Aber schau dir auch diese schwarzen Kerzen an. Perfekt, um ein bisschen Geheimnis zu machen. Ich bevorzuge die Orangen, sie riechen nach Zimt. Und sie sind fröhlicher, oder? Stimmt. Halloween soll nicht nur Angst sein. Ein bisschen Farbe ist gut. Genau. Oh, und schau dir diese Aufkleber an. Fledermäuse, Spinnen, Kürbisse. Wir könnten die Tür dekorieren. Ja, machen wir eine thematische Tür. Ich kaufe auch diese falschen Spinnweben, damit es wie ein Spukhaus aussieht. Haha, fantastisch. Aber ich glaube, die Kassiererin denkt, wir sind Kinder. Besser so. Ein bisschen Spaß schadet nie. Ja. Und danach gehen wir heiße Schokolade holen? So schließen wir die Einkäufe süß ab. Abgemacht. Dekorationen, Lachen und Schokolade. Der wahre Geist von Halloween. Haha, ja, Tiger ist immer eine Falle. Man geht rein, um zu gucken und kommt mit voller Tasche raus. Lehrer, heute sprechen alle über Halloween. Aber woher kommt dieses Fest eigentlich? Gute Frage, Anton. Halloween kommt aus einer alten Tradition, die vor vielen, vielen Jahren in Irland begann. Wirklich? Ich dachte, es sei ein amerikanisches Fest. Eigentlich haben die Iren die Tradition nach Amerika gebracht und dort wurde es zu dem Fest, das wir heute kennen, mit Kürbissen, Kostümen und Süßigkeiten. Ah, verstehe. Aber warum schnitzt man Kürbisse? Die Legende sagt, dass ein Mann namens Jack den Teufel überlistete und mit einer Laterne aus einer Rübe zurückblieb. In Amerika nahm man jedoch den Kürbis, weil er größer und einfacher zu schnitzen war. Was für eine seltsame Geschichte. Auch ist der Kürbis die Laterne von Jack? Genau. Deshalb nennen wir sie Jack-o'-Lantern. Die Leute stellen Kürbisse mit einer Kerze hinein, um an diese Legende zu erinnern. Haha, das wusste ich nicht. Auch ist es nicht nur ein Fest zum Verkleiden? Nein, es hat auch eine viel ältere Bedeutung. Es war die Nacht, in der nach keltischem Glauben der Sommer endete und der Winter begann. Es wurden Feuer angezündet, um die neue Jahreszeit zu begrüßen. Ah, also ein Übergangsfest. Wie ein kleines Auf Wiedersehen zum Sommer. Genau, Anton. Und heute feiern wir es fröhlicher mit Kostümen, Süßigkeiten und Lachen. Aber der Ursprung ist sehr alt. Mir gefällt es. Dann werde ich dieses Jahr, wenn ich einen Kürbis sehe, auch an Jacks Geschichte denken. Sehr gut. Und wenn du willst, können wir morgen in der Klasse einen kleinen Kürbis zusammenschnitzen. Wirklich? Das wäre toll. Lehrer, können Sie auch gruselige Gesichter machen? Haha, natürlich. Aber versprich mir, dass du dich nicht fürchtest. Haha, nein, versprochen. Es wird ein lehrreiches und lustiges Halloween. Guten Morgen. Oh, sind Sie ein Vampir? Haha! Guten Morgen, gnädige Frau. Ja, heute bin ich ein freundlicher Vampir. Es ist für Halloween, wissen Sie? Wir wollen den Laden fröhlicher machen.
Ah, wie sympathisch. Ich muss sagen, der Umhang steht Ihnen perfekt. Und die Zähne, die sind doch künstlich, oder? Ja, zum Glück. Ich beiße niemanden, versprochen. Nur ein bisschen Show, um die Kunden zum Lächeln zu bringen. Funktioniert. Als ich hereinkam, dachte ich, ich wäre in einem Film. Aber sagen Sie allen, Sie sollen verkleidet kommen? Nein, nein. Aber heute bekommt jeder, der im Kostüm kommt, einen Rabatt auf Halloween-Süßigkeiten. Wirklich? Dann gehe ich nach Hause und ziehe meinen Hexenhut an. Haha, perfekt. Dann hältst du mir Gesellschaft. Schau, wir haben auch neue Kürbisbonbons und Geisterkekse. Wie schön. Ich nehme sie für meine Neffen. Und diese Musik? Sie ist ein bisschen geheimnisvoll, aber fröhlich. Ja, meine Tochter hat sie ausgesucht. Sie sagt, Halloween soll zum Lachen bringen. Ich stimme zu. So ist es mehr ein Fest als ein Grusel. Und die Kinder haben auch mehr Spaß. Genau. Willst du, dass ich ein bisschen Schokolade zu den Keksen lege? Wir haben eine Süßes oder Saures Aktion. Ah, dann nehme ich das Süße. Die Streiche lasse ich den Kindern. Haha, kluge Wahl. Hier ist Ihre Tüte, gnädige Frau. Und danke, dass Sie in unserem kleinen Spukladen waren. Danke Ihnen, freundlicher Vampir. Frohes Halloween. Frohes Halloween auch Ihnen. Ding dong. Süßes oder Saures? Oh, was für eine Überraschung. Ein kleiner Geist an meiner Tür. Wie heißt du, kleiner Geist? Ich heiße Leo und ich bin kein böser Geist, eh? Ich bin ein freundlicher Geist, der Süßigkeiten liebt. Haha, was für ein netter Geist. Sag, wie viele Süßigkeiten hast du bisher gesammelt? Wenige. Manche Leute waren nicht zu Hause, aber meine Tasche ist bereit, gefüllt zu werden. Dann warte hier. Ich habe etwas Besonderes für dich. Hier, selbstgemachte Kürbiskekse. Wow! Danke, gnädige Frau. Was für ein Duft. Kann ich 2 nehmen? Natürlich, sogar 3. Aber du musst mir versprechen, dass du niemandem Streiche spielst. Versprochen! Ich mache nur lächeln. Gut. Und was für ein tolles Kostüm. Hast du es selbst gemacht? Ja, mit meiner Mama. Wir haben ein altes Bettlaken geschnitten und die Augen mit einem Stift gemalt. Haha, genial. Einfach, aber perfekt. Dann frohes Halloween, kleiner Geist Leo. Danke, gnädige Frau. Frohes Halloween auch Ihnen. Und pass auf die Streiche der anderen Kinder auf. Haha, okay. Ich verstecke meine Süßigkeiten nur zur Sicherheit. Haha, auf Wiedersehen. Ich gehe zur nächsten Tür. Tschüss, Leo, und viel Erfolg bei der Süßigkeitensuche.